Heute schauen wir mal wieder einem Entwicklerkollegen über die Schulter, zumindest symbolisch, nicht als Projektbericht, sondern an der Stelle, an der es hakt. Was hat länger gedauert als gedacht? Was hat sich als Irrweg herausgestellt? Oder welche Anforderung war schwierig umzusetzen? Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der InnoSoft AG. Wir sind ja rausgeflogen. Wir wollten ja eigentlich direkt an einem Arbeitsplatz arbeiten, aber die Kollegen meinten, weil wir so deutlich stimmen, so völlig beieinander auch. Also von daher hat das nicht so richtig geklappt. Nee, wollten nicht über die Schulter schauen. Sei es drum, an welchem Projekt arbeitest du gerade? Ja, das hat den klangvollen Namen GTACC. Das bedeutet Global Trade and Customs Conformity, glaube ich. Also wenn man eins sagen kann über die Jahre, die Kunden denken sich immer großartige Akronyme aus, oder? Ja, das ist auf jeden Fall wahr, ja. Die Zuschauer abzuholen, was macht die Anwendung? Also welches verkauft die Anwendung? Die erleichtert es den Anwender beim Kunden, die Zollabwicklung für firmeninterne Bestellungen zu machen. Also das klingt jetzt ganz toll. Im Prinzip agieren die weltweit und haben auch dort Standorte und müssen manchmal von einem Standort sich Sachen bestellen, sowas wie Medikamentenproben oder Gewebeproben, solche Dinge. Und das muss natürlich irgendwie den Prozess durchlaufen, verzollt werden, irgendwie die Logistik und so weiter. Und dafür haben die ein relativ komplexes System. Und das ist so komplex, dass es eigentlich für die Mitarbeiter, die nur sagen wollen, ich möchte gerne dies und das haben, einfach viel zu viel Aufwand ist. Ja, viel zu viel Aufwand ist, das zu machen. Und deswegen haben wir quasi eine eigene Webanwendung davor geschaltet, wo die Daten eingeben, die sie benötigen oder die benötigt werden für so eine Bestellung. Wir übertragen die an dieses externe System und dort arbeiten dann quasi die Zollexperten daran weiter, dass das dann wirklich seinen Gang geht. Vom Mengengerüst, was kann man sich da vorstellen? Wie viele Mitarbeiter arbeiten damit und was werden da so für Mengen an Bestellungen verarbeitet? Das kommt aufs Land an. Also aktuell läuft das System bereits für die USA. Dort meine ich, dass es so, glaube ich, zwischen 30 und 50 Mitarbeiter sind, die damit arbeiten. Den Bestellumfang kann ich dir da nicht sagen. Wir haben jetzt die Anbindung gemacht für Deutschland oder sind gerade dabei. Das ist mal so kurz vor Rollout. Und da werden es in Deutschland dann wohl so um die 3000 Mitarbeiter sein. Und man hat uns mal die Zahl gesagt, dass sie mit etwa 25.000 Bestellungen im Jahr richten. Das ist aber schon... Das Also ist im Vergleich. Ja, man fragt sich dann immer so, warum wird dann quasi so ein Aufwand betrieben, aber wenn man sieht, was dann tatsächlich an Volumen abgearbeitet wird, dann macht das ja alles so, dass es gesagt smoother abläuft. Wo steht er in dem Projekt? Also du hast gesagt, in den USA ist es quasi ausgerollt. Genau, da läuft es bereits. Hab auch nichts gehört, dass irgendwas nicht geht. So. Und wie gesagt, die Anbindung für Deutschland, die implementieren wir gerade noch fertig, weil die also signifikant auch andere Anforderungen hat als für die USA. Und da soll Ende September jetzt eine Installation stattfinden, wo es dann wirklich in den User Acceptance Test geht. Ja, läuft das Projekt insgesamt auf der Kalenderlinie? Also wie lange bist du da schon beteiligt? Mindestens Anfang 2025 war ich da schon drin. Dann war zwischendrin ein bisschen Pause, eben Planungsphase für diese, erstmal wir lassen das in den USA mal ein bisschen laufen und gucken mal, wie es läuft und planen aber in der Zeit schon mal, wie das dann mit Deutschland läuft. Und jetzt seit Ende letzten Jahres, beziehungsweise Anfang diesen Jahres sind wir jetzt an dieser Deutschland-Anbindung da. Du hast im Vorgespräch jemand gesagt, es gibt so einen klassischen Unterschied zwischen Coder und Softwareentwickler. Ich ziehe die Linie immer da, dass ich glaube, dass ein Programmierer entweder wirklich eine sehr technische Person ist, also ich denke so an Roboteranlagen, Steuerungsprogrammierung und so, das ist ja wirklich eine technische Sache. Und im Begriff Softwareentwickler steckt ja schon so ein bisschen drin, dass dort auch so Prozesse mit reinspielen, wie gestalte ich so eine Architektur so ein bisschen. Da könnte man sagen, das ist eigentlich der Software-Architekt oder sonst irgendwas, ja, aber auch, wenn du halt klassischer Softwareentwickler bist, überlegst du dir ja, wie mache ich denn Dinge technisch möglichst so, dass es jemand anders auch nicht verstehen kann. Das ist ja immer das große Problem. Und B, so im Gesamtbild, das ist homogen, also ist schwer zu beschreiben. Ja, ich weiß genau, was du meinst. So ein System, das ist halt rund
ist, dass man auch in einem halben Jahr noch drauf gucken kann und sagen kann, oh, da habe ich nicht völlige Grütze gemacht. So. Oder mutmaßlich es erweitern kann, wenn neue Anforderungen. Auf jeden Fall, ja. Also, wenn jetzt so, ich meine, wir sagen in der IT immer kein Problem, oder es gibt kein Problem, was man nicht irgendwie IT-technisch lösen kann. Alles ist irgendwie. Aber wenn du mal jetzt so einen Schritt zurücktrittst, was waren denn so die technischen oder ein oder zwei technische Herausforderungen, wo du wirklich gesagt hast, das ist jetzt neu, da müssen wir tatsächlich mal ein bisschen mehr Schmalz rein investieren. Das haben wir jetzt nicht so unbedingt in unserer Erfahrungskiste drin. Ja gut, also wir sind ein Team von 3 Entwicklern, die alle so um die 20 Jahre Erfahrung haben mit der Softwareentwicklung. Da hat man schon relativ viel gesehen. Also ich glaube, da war jetzt nichts, wo wir gesagt hätten, das kann keiner von uns jetzt mal so spontan beantworten. Was natürlich eine Herausforderung war, als wir jetzt diese US-Version entwickelt haben, haben wir schon gewusst, dass die haben uns ja vorher gesagt, das soll dann später für Deutschland und gegebenenfalls andere Länder auch noch sein. Das heißt, wir haben uns natürlich am Anfang schon mal Gedanken gemacht, so grob, ja, dass wir jetzt nicht so entwickeln, dass man später Probleme hat, irgendein anderes Land da einzubilden. Aber es hat sich dann halt rausgestellt, dass diese Länderanbindung doch auch mit ganz anderen Anforderungen, zum Beispiel an die Formularfelder einhergeht oder mit anderen technischen Abläufen. Also zum Beispiel verschicken wir für die deutschen Bestellungen automatisch Dokumente. Das gibt's in den USA nicht. Ja, und so Sachen. Und da waren dann schon so Sachen, wo wir uns dann halt mal zu dritt zusammengesetzt haben und dann wirklich diskutiert haben, wie machen wir jetzt zum Beispiel, dass das Formular, wenn ich als Person, die das in Deutschland bedient, aufmache, anders aussieht als in den USA. Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man das so lösen kann. Man könnte ja eins für Deutschland, eins für USA machen. Ja? Oder man macht eines, das sich automatisch magisch umstellt. Von Zauberhand. Ja, und das haben wir tatsächlich gemacht. Also stellt sich von Zauberhand um. Ja, oder so Sachen wie Übersetzungen. Ja, wo willst du die ablegen? Soll die in der Datenbank sein? Ist das unnötig Last auf der Datenbank oder machen wir die lieber quasi als feststehende Ressource mit ins Programm ein? Da haben wir heiß darüber diskutiert, weil ich bin so ein Datenbankverfechter, der Kollege nicht. Wie trifft man dann Entscheidungen? Also es ist oft ein demokratischer Prozess und manchmal auch nicht. Also ich meine, ich habe ja einen Projektleiter und wie gesagt, wir haben beide recht viel Erfahrung und wir hören uns gegenseitig das an und dann ist es tatsächlich ein Abwägungsprozess, weil jeder hat ja seine Pros und seine Kontras. Und wenn du halt auf keinen grünen Zweig kommst, dann muss irgendwer, Klammer auf, Projektleiter, Klammer zu, eben sagen, okay, so machen wir's, weil es gibt halt für keinen Ansatz etwas, was dem 100% qualifiziert oder so. Gab es denn dann so eine Situation, wo ihr irgendwo bei der anderen Aufgabenstellung gemerkt habt, die Entscheidung, die wir da getroffen haben, war doppelt so gut? Also wo quasi durch die Datenmenge, durch Performance und was auch immer, wo Dinge entstanden sind, wo ihr gesagt habt, das sollte man nochmal fein justieren? Also sagen wir mal so, ich habe eine Designentscheidung getroffen. Tatsächlich ich als Person. Es hat sich aber im Nachgang herausgestellt, dass die Anforderung des Kunden sich geändert hat. Ja, also es war so, dass wir zum Beispiel haben wir so Werte, die man eben aus Listen auswählen kann, ja, sowas wie ein Land oder Temperatur, wie muss etwas transportiert werden mit Kühlung oder so. Und dafür gab es so vorgegebene Listen von Werten. Und dann habe ich gesagt, na prima, das ist ja eine klassische Key-Value-Struktur, so nennt man das ja alle. So. Und habe das so umgesetzt und irgendwann kam der Kunde um die Ecke und sagte, pass mal auf, wir haben nicht gedacht, dass diese Werte ja von Firma, also es gibt nicht nur Deutschland, es gibt in Deutschland verschiedene Standorte. Und diese Werte können sich von Standort zu Standort unterscheiden. Das heißt, ein nicht unerheblicher Aufwand ist dann da reingeflossen, aus meiner einfachen Key-Value-Struktur etwas zu machen, das quasi von diesem Standort noch abhängt. Weil es natürlich überall referenziert wird, dann so ein Wert. Ne? Und das war dann das war dann sowas, wo meine Designentscheidung im Nachgang die falsch war, weil ich nicht alle Informationen hatte, wie ich vorher gebraucht hätte. Ist sowas dann einkalkuliert? Also, dass man quasi ich meine, es ist eine komplexe Anwendung. Manche Dinge versteht man vom Kunden falsch. Manche Dinge überlegt der Kunde vielleicht erst im Nachgang. Es ist ja irgendwie alles sehr schwierig im Vorfeld zu definieren. Und man muss ja irgendwo gerade jetzt so eine Antwort oder so eine Anpassung, ist die dann quasi jetzt einem eingepreist, aber rechnet ihr mit solchen Anpassungsbedarfen? Also die Erfahrung zeigt ja, dass es immer so ist. Und dass es auch parallel so ist, dass man am Anfang, wie du schon sagtest, vielleicht Dinge überschätzt vom Aufwand her und andere Dinge aber unterschätzt vom Aufwand her. Also das war zum Beispiel eine Sache, die ich unterschätzt habe.
andere Dinge, da haben wir vielleicht nicht so lange gebraucht. Das heißt, es mittelt sich irgendwie. Und natürlich ist es in dem Fall dann blöd, weil man halt sagt, jetzt muss ich irgendwie 2 Tage Arbeit investieren, um das so umzustricken, dass es dann geht. Aber das ist im Prinzip schon auch Teil der Kalkulation, dass man halt sagt, wir haben einen gewissen Puffer für solche Sachen, wenn den Kunden noch irgendwas einfällt oder irgendwas in die falsche Richtung läuft. Muss ja auch irgendwo sein, weil unser Anspruch ist ja irgendwo nicht bei jeder Änderung dann eine Nachforderungspaket zu führen, sondern zu sagen, hey, wenn wir jetzt so, ich meine, es gibt technische Anforderungen, die quasi aus der Situation heraus sich ergeben, aber es gibt natürlich auch Anforderungen, wie wir das gerade schon gesehen haben, die den Kunden erst später einfallen oder ganz andere, die erst sehr, sehr viel später kommen. Ob das jetzt, keine Ahnung, ob die Frage, ob das in einer validierten Umgebung eingesetzt werden soll, das Tool oder die Plattform, bezieht ihr das in eure Architekturüberlegung mit ein, solche größeren Fragestellungen, egal ob die kommen oder nicht? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weißt du, da so glaskugelmäßig dir zu überlegen, was könnte denn alles passieren. Und das ist auch so ein Abwägungsprozess. Du möchtest ja in einem gegebenen Budgetrahmen, in einem gegebenen Zeitrahmen das Produkt abliefern, was der Kunde möchte. So, natürlich möchtest du möglichst offen sein für zukünftige Änderungen. Aber wenn du alles zu offen machst, dann wirst du das nie in Budget und in Time hinkriegen. Das heißt, du musst immer so ein bisschen dir das überlegen und du kannst nicht auf alle Eventualitäten reagieren. Und natürlich kann es sein, dass der Kunde um die Ecke kommt und sagt, hier, ich hätte aber dies und das gerne. Und wir müssen halt entweder sagen, also das passt so gar nicht ins Konzept, ja, und da müssen wir uns was anderes überlegen. Oder wir müssen halt sagen, wir müssen dann Dinge umschmeißen. Ja, So ein bisschen ist es ja auch so die Enterprise-Denke, wenn man mal für so ein großes Unternehmen arbeitet und so die infrastrukturellen Gegebenheiten kennt, wenn man weiß, wie viele Menschen damit arbeiten, dann kriegt man ja auch irgendwo so ein bisschen, so, ich will nicht sagen Gefühl, aber es wirkt sich definitiv auf die Architektur der Anwendung aus. Ob ich jetzt für ein 10.000 Mann Unternehmen so etwas entwickle oder für die Kita mit 2 oder 3 Benutzern. Ja, und das ist natürlich dann aber auch also ich sag mal, wenn du jetzt so eine Kita hast mit 2 oder 3 Benutzern, dann ist ja die Architektur eine ganz andere. Und die Anforderungen an die Robustheit oder an die Performance oder Skalierbarkeit. Würdest du denn jetzt vor dem Hintergrund der Erfahrung der letzten 1,5 Jahre noch, die du gearbeitet hast, oder über ein Jahr, was anderes machen? Also wo ihr jetzt so mit der Erfahrung... Ich glaube, dass wir da schon eine relativ solide Architektur gebaut haben. Es gibt so ein paar Sachen, ne, ich habe ja gesagt, zum Beispiel für Deutschland haben wir mehrere Standorte. Das heißt, so Stammdaten, die multiplizieren sich pro Land, pro Standort. Ja. Wenn du jetzt noch ein Land anbinden würdest, was zum Beispiel vielleicht 10 Standorte hat, dann hast du 10-mal diese Stammdaten nochmal mehr. Da ist dann die Frage, bleibt es noch übersichtlich, wie wir das jetzt gelöst haben. Ja. Eventuell müsste man dann in dem Fall darüber nachdenken. Aber es gibt jetzt akut erstmal nichts, wo ich sagen würde, oh, das war echt blöd gemacht. Ein neuer Kollege ist ins Projekt immer reingekommen vor ein paar Monaten. Der hat natürlich ganz viele Fragen gehabt. Warum habt ihr das denn so? Warum ist das denn so? Warum, um Gottes Willen, habt ihr das so gemacht und nicht so? Und häufig war dann meine Antwort, das ist so gewachsen. Ja, weil wir haben anders angefangen und haben es dann quasi in dieser Entwicklungslinie, so wie es möglichst passend weiterentwickelt. Na, natürlich kann man dann sagen, man refakturiert dann sowas und so, aber das ist dann ja auch was, das muss einem ja irgendjemand mal bezahlen. Trotzdem kommt schon rüber, dass das alles überlegt und durchdacht ist, ne? Dass man ja auch gesagt hat, hey, wir fangen jetzt mal an und mal gucken, was wir auswählen. Das ist halt schon eine sehr strukturierte und auf guten Überlegungen und Entscheidungen gefußte Applikation. Jetzt muss es auch sein, wenn du also ich meine, ich weiß ja nicht, ob das bei 3.500 Anwendern bleibt. Ja, vielleicht sind es irgendwann 40.000, die damit arbeiten. Es kann ja durchaus sein, bei so einem Großkonzern. Da kannst du nicht mal so ins Blaue hinein irgendwas rausschießen. Sehr gut, Thorsten. Sehr spannend. Mal gucken, vielleicht, ich sag jetzt mal, vielleicht müssen wir darüber nochmal sprechen, in einem Jahr, wie sich die Anwendung dann entwickelt hat. Das ist ja irgendwie auch das Spannende in dieser Welt, dass man, wenn ich eine Rakete abschieße, dann kann ich den Lauf der Rakete eigentlich nur noch folgen und habe relativ wenig Möglichkeit, den Kurs zu korrigieren. Auch in einer Softwareentwicklung kann ich ja irgendwo eigentlich alles machen. Änderungen vornehmen, auch eine neue Architektur reinbringen. Das ist ja irgendwie das Schöne. Wir haben keine Produktionslinie, keine
keine Maschine, die besonders, es ist reine. Ja, wir sind ja die den Einfluss haben. Exakt. Also wir sind ja die Maschine. Exakt, genau. Das macht es natürlich viel, viel leichter, auf Gegebenheiten und Anforderungen einzuwirken. Das stimmt. Danke dir. Gerne. So, das war's schon für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal.